Little heads up, today I'm speaking German, and if that's not a language you speak, then you can click the button somewhere there to turn on the captions. Das wird jetzt komisch. Ich muss mir jetzt das ganze Video vorstellen, dass ich in der Schule eine Präsentation halte, anstatt ein Video zu machen. Ich kann mich auf Deutsch sowieso nicht so gut ausdrücken wie auf Englisch. Mensch. Hallo alle miteinander, es ist Samstag, ich bin Flynn und ihr schaut meinen Brainlog. Hallo erstmal. Für alle, die mich nicht kennen, ich mache normalerweise meine Videos auf Englisch. Hier ein paar Sachen, die ihr vielleicht über mich wissen wollt. Ich bin 24 Jahre alt, ich schreibe und lese leidenschaftlich gerne und ich bin staatlich geprüfte Erzieherin. Also ich habe ein bisschen Ahnung. Ich habe gestern Abend durch Zufall eine Doku über Transgender-Kinder auf YouTube gefunden vom WDR. Das heißt, die ist auf Deutsch. Ich habe die mal für euch in den Cards und in der Beschreibung verlinkt, falls ihr eine Dreiviertelstunde übrig habt und euch die angucken wollt und euch die Augen ausheulen wollt. Mir ist aber bei der Doku was aufgefallen. Und zwar, dass der WDR-Sprecher beim Versuch, Transgender zu erklären, nur von binären Geschlechtern gesprochen hat. Das klingt für den Laien jetzt total verwirrend, deswegen erkläre ich es auch gleich. Erstens. Transgender ist jemand, der sich mit dem Geschlecht, das ihm bei der Geburt zugeteilt wurde, nicht identifizieren kann. Zweitens, binäre Geschlechter sind die zwei, die auf einem normalen Perso stehen können, Mann und Frau. Drittens, man muss zwischen biologischem und sozialem Geschlecht unterscheiden. Das biologische Geschlecht bezeichnet, welche Chromosome und/oder Geschlechtsteile man hat. Also XX für Frauen oder XY für Männer. Natürlich gibt es auch Menschen, die auf diesem Chromosomenpaar Mutationen haben, die nennt man dann Intersex. Die passen auch nicht in die binären Geschlechter. Das soziale Geschlecht bezeichnet das, was für uns in unserer Gesellschaft einen Mann oder eine Frau ausmacht. Also alles das, was typisch männlich oder typisch weiblich ist. Sei es Kinderspielzeug, Karrieren oder Hobbys, völlig egal. Kleine Denkaufgabe. Macht mal eine Liste mit 5 Dingen, die typisch weiblich oder männlich sind. Jetzt prüft mal nach, wie viele davon auf euch zutreffen. Typisch weiblich wären zum Beispiel Schminke, Schuhsammlung, Kleider, Redseligkeit und Hausfrau sein. Ich persönlich kenne keine einzige Frau, auf die alle davon zutreffen. Viertens. Diese typischen Merkmale vom sozialen Geschlecht haben nichts mit der Identität zu tun. Es gibt ja schließlich auch Frauen, die Fußball spielen oder Bagger fahren. Deswegen sind die nicht weniger weiblich. Transgender geht tiefer als das. In der WDR-Doku könnte man meinen, dass das Geschlecht dieser Kinder auf ihre Interessen reduziert wird. Aber so einfach ist das nicht. Wenn man eine Transgender-Person fragt, woher sie weiß, dass sie Transgender ist, kommt meistens "Ich weiß es einfach" als Antwort. Das liegt daran, dass dieses Gefühl der Fremdheit im eigenen Körper extrem schwer zu beschreiben ist. Ich denke auch nicht, dass ich das könnte. Obwohl ich selbst Transgender bin, nur eben nicht binär. Oha, neues Wort. Was heißt das denn nun schon wieder? Ganz einfach. Nicht-binäre Geschlechter sind alle die, die nicht in die Schubladen Frau oder Mann reinpassen oder sich dazwischen hin und her bewegen. Dabei geht es nicht um Intersex-Menschen, sondern um das soziale Geschlecht. Das nennen wir übrigens inzwischen Gender. Die Engländer haben da nämlich extra ein Wort dafür, im Gegensatz zu Sex, was bei denen das biologische Geschlecht bezeichnet. Da man dieses Gefühl nicht so richtig beschreiben kann, wie also soll jemand, der das nicht von sich selber kennt, das nachvollziehen können? Kann man nicht. Oder doch? Angeblich kann man nur nachfühlen, was man selber auch schon empfunden hat. Deswegen ist es auch extrem schwer, jemanden zu trösten, der um jemanden trauert, wenn man selber noch nie jemanden verloren hat. Aber das ist Quatsch. Klar weiß man nicht, wie genau der andere sich fühlt, aber selbst wenn man Ähnliches erlebt hat, weiß man trotzdem nicht, wie der andere sich fühlt, weil jeder das anders erlebt und verarbeitet. Ich kann höchstens ungefähr einschätzen, wie der andere sich fühlt. Ich möchte heute versuchen, euch das Gefühl der Dysphorie nachvollziehbar zu machen. Ich weiß, schon wieder ein neues Wort. Wikipedia sagt, als Dysphorie wird eine Störung des emotionalen Erlebens bezeichnet, wobei es sich in der Regel um eine banale Alltagsverstimmung ohne Krankheitswert handelt. Eine anhaltende Dysphorie kann aber auch als Folge vielfältiger körperlicher und seelischer Erkrankungen entstehen. Klingt ekelhaft medizinisch, ich weiß. Hier die einfache, normalsterbliche Version. Dysphorie
bezeichnet bei Menschen mit Transidentität das Gefühl, dass der Körper nicht das Ich widerspiegelt. Bei diesen Menschen hat Dysphorie auch selten bis nie irgendwas mit irgendwelchen Erkrankungen zu tun, sondern ist von Anfang an mehr oder weniger ausgeprägt da. Ein Beispiel. Meine Dysphorie sitzt hauptsächlich in meiner Brust. Da ich mich als nicht-binär identifiziere und mich quasi nahtlos im Geschlechterspektrum hin und her bewege, das nennt man übrigens Gender Fluid, lehne ich mein biologisches Geschlecht insofern nicht ab, dass meine primären Geschlechtsteile mich nicht stören. Die sind mir ziemlich egal. Allerdings empfinde ich ein starkes Bedürfnis danach, einen starken Drang, auf andere Menschen androgyn zu wirken, also geschlechtslos. Neutral. Deswegen habe ich kurze Haare und werde sie wahrscheinlich auch so behalten. Deswegen versuche ich so gut es geht durch mehrschichtige Kleidung meine weibliche Brust ein bisschen zu kaschieren. Ich glaube, man kann sich das so vorstellen. Stellt euch vor, ihr habt ein Geschwülst am Körper. Was das da nicht hingehört. Es kann ein Tumor sein, ein dritter Arm, ein 11. Zeh oder Finger, eine dicke, fette Warze, egal. Dieses Geschwülst gefällt euch nicht. Stellt euch dieses Nicht-Gefallen vor, als wäre es um das 100-fache verstärkt. So als ob jeder, der dieses Geschwülst wahrnehmen kann, euch als minderwertig wahrnimmt, einschließlich ihr selbst, weil es da einfach nicht hingehört. So geht's mir mit meiner Brust. Ich kam von Anfang an nicht gut mit meiner Brust klar. Sobald meine Pubertät angefangen hat, empfand ich Scham und wusste nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Ich war aber damals der Meinung, dass ich mich da schon dran gewöhnen würde. Das ging etwa 2 Jahre, bis dann die anderen Mädchen in meinem Alter auch alle in die Pubertät kamen und angefangen haben, Brüste zu kriegen. Da fing es dann an, dass ich mich mit meinen hässlich fühlte. Ich dachte, wenn ich so aussehe wie die anderen Mädchen, wäre das schon in Ordnung. Ich dachte, ich müsste einfach noch mädchenhafter, hübscher, was auch immer sein. Ich dachte, vielleicht ist meine Brust einfach zu klein, um mädchenhaft und hübsch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass sie zu groß ist. Wäre ich nie drauf gekommen. Ich wusste nämlich nicht, was Dysphorie ist, geschweige denn, dass es sowas gibt. Seit ich das weiß, weiß ich mir einigermaßen zu helfen. Und zwar, indem ich sie mit guten Sport-BHs andrücke, lockere Hemden trage und mich mit dem Rücken zum Spiegel umziehe. Das ist natürlich keine langfristige Lösung, aber mehr kann ich im Moment nicht tun. Ich hoffe, ihr könnt euch jetzt einigermaßen vorstellen, was Dysphorie ist und habt ein wenig mehr Verständnis für Menschen, denen es so geht. Falls ihr euch jetzt denkt, dieses Gefühl kennt ihr von euch selber, möchte ich, dass ihr wisst, ihr seid nicht allein. In der Videobeschreibung sind ein paar Links zu noch ein paar anderen Transgender-YouTubern, die über ihre Identität sprechen und ihre Erfahrungen mitteilen. Und bei denen könnt ihr euch noch ein bisschen weiter informieren, wenn ihr das möchtet. Außerdem gibt es in allen möglichen größeren Städten in Deutschland Transforen, in denen ihr vorbeischauen könnt, sei es auf der Webseite oder tatsächlich im echten Leben. Und da könnt ihr einfach Menschen kennenlernen, denen es auch so geht, euch mit denen austauschen und ein bisschen mehr lernen über die Erfahrungen und wie das alles so abläuft. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann könnt ihr hier oben klicken und meinen Kanal abonnieren oder hier unten klicken und meinen anderen Kanal abonnieren. Hier ist ein Link zu einem Video, von dem YouTube denkt, dass es euch gefallen könnte. Und ich sehe euch wieder am nächsten Samstag. Tschüss!